Hallo, in diesem Video stellen wir euch eine Auswahl von Fachdatenbanken vor, die die Staats- und Universitätsbibliothek Bremen für euch lizenziert hat. Wer wissenschaftlich arbeitet und recherchiert, sollte auf jeden Fall auch mal einen Blick in verschiedene Fachdatenbanken geworfen haben. Auf unserem YouTube-Kanal findet ihr zusätzlich Videos, die euch ausführlich erklären, wie ihr in diesen Datenbanken recherchieren könnt. Fast alle der hier gezeigten Datenbanken sind nur über das Campus-Netzwerk uneingeschränkt nutzbar. Am besten seid ihr über VPN verbunden oder nutzt unsere Rechner in der Bibliothek für eure Recherche. Dieses Video zeigt euch jetzt eine allgemeine Zusammenfassung über unsere am häufigsten genutzten Datenbanken. Beginnen wir mit Wieso. Wieso ist eine Datenbank, die ihren Schwerpunkt auf die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften legt. In dieser Datenbank findet ihr über 3,5 Millionen Referenzen, darunter Firmeninformationen und Geschäftsberichte, sowie E-Books und ausgewählte Artikel aus Zeitschriften und Zeitungen. Beck Online ist eine juristische Fachdatenbank des CH Beck Verlags und bietet juristische Literatur zu verschiedenen Rechtsgebieten. Unter anderem findet ihr dort Gerichtsentscheidungen, Gesetze, Vorschriften, Zeitschriftenartikel oder auch Kommentierungen. Auch Juris ist eine Datenbank der Rechtswissenschaften und stellt über 7,5 Millionen Dokumente für euch bereit. Hier finden sich ebenfalls Gerichtsentscheide, Gesetze und Vorschriften. Aber auch Kommentare, Zeitschriften und E-Books stellt Juris euch zur Verfügung. Die Datenbank von Mein Unterricht ist speziell für Lehramtsstudierende, ReferendarInnen und LehrerInnen zur Unterrichtsvorbereitung erstellt worden. In dieser Datenbank könnt ihr über 300.000 qualitätsgeprüfte Unterrichtsmaterialien von pädagogischen Fachverlagen finden. Darunter gibt es Material zu fast allen Schulformen, Schulstufen und Schulfächern in Form von Arbeitsblättern, E-Books und Zeitschriftenartikeln. Das Fachportal Pädagogik ist eine bibliografische Literaturdatenbank, die vor allem im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Erziehungswesen genutzt werden kann. Sie ist eine Open-Access-Datenbank und bietet knapp 1 Million Nachweise über Datensätze an. Um an Volltexte zu gelangen, solltet ihr über das Campus-Netzwerk auf die Datenbank zugreifen. PubMed ist eine englischsprachige Datenbank aus dem Bereich der Medizin. Dort findet ihr über 34 Millionen Dokumente, Zeitschriftenartikel und E-Books. Diese Datenbank ist eine Open-Access-Datenbank. Auch hier ist der Zugriff auf Volltexte nur über das Campus-Netzwerk möglich. Google Scholar ist ein Teil von Google und somit eine Open-Access-Datenbank. Angeboten werden vorrangig wissenschaftliche Aufsätze. Aber auch aktuelle oder spezifische Literatur kann über eine Recherche gefunden werden. Dabei ist aber nicht immer ein Volltext hinterlegt. Die Treffer sind zwar überwiegend wissenschaftlich geprägt, aber ihr solltet diese immer nochmals prüfen, bevor ihr sie in einer wissenschaftlichen Arbeit verwendet. Kanopy ist eine Video-Streaming-Plattform, die Spielfilme, Dokumentationen und Lehrvideos bereitstellt. Die Plattform arbeitet dabei mit Filmemachern und Filmvertriebsgesellschaften zusammen und hat vorwiegend englischsprachiges Material im Angebot. In der Datenbank Sociological Abstract könnt ihr zu Themen aus der Sozialwissenschaft recherchieren. Die Plattform bietet neben nationalen auch viele internationale Quellen an. Dadurch sind die meisten Nachweise auf Englisch. Business Source ist eine Fachdatenbank der Wirtschaftswissenschaften und verfügt über Volltexte aus über 2300 Zeitschriften. Neben der fachlichen Literatur findet ihr auch unter anderem Marktforschungsberichte, Branchenberichte, Länderberichte und Firmenprofile. Die Datenbank wird täglich geupdatet, sodass ihr immer auf die aktuellsten Themen zugreifen könnt. Europresse ist eine französischsprachige Pressedatenbank. Sie bietet euch über 3500 internationale, nationale, regionale und lokale Tages- und Wochenzeitungen sowie Fachzeitschriften hauptsächlich aus Frankreich und Kanada an. Vereinzelt sind aber auch englischsprachige Treffer zu finden.
Factiva ist ebenfalls eine Pressedatenbank und bietet über 35.000 Nachrichtenquellen aus knapp 200 Ländern sowie Informationen zu Unternehmen und aus der Wirtschaft an. Die Datenbank wird mehrmals täglich aktualisiert. Neben der nationalen Presse sind auch über 1.500 internationale Zeitungen und Zeitschriften vertreten. Auch bekommt ihr darüber den exklusiven Zugriff auf das Wall Street Journal, den Dow Jones und auf Material von Reuters. Um uneingeschränkt auf die Fachdatenbanken zugreifen zu können, müsst ihr euch, wie zu Beginn des Videos erwähnt, im Campus-Netzwerk befinden. Das heißt, entweder nutzt ihr unsere PCs in der Bibliothek oder greift von zu Hause aus über den VPN auf die Datenbanken zu. Wenn ihr mehr zum Thema VPN und dessen Einrichtung wissen wollt, schaut gerne das dazu passende Video auf unserem YouTube-Kanal an. Dort gibt es auch die Playlist Datenbank Dienstag, in der ihr zu allen hier vorgestellten Datenbanken ein extra Video mit einer fachlichen Einführung findet. Die SUUB wünscht euch viel Spaß beim Recherchieren.